Hallo, ich bin der Felix, Azubi in der Notebook-Werkstatt bei IPC Computer und heute stelle ich euch unsere Gummifüße für Notebooks vor. Heute zeige ich euch, wie man die Gummifüße zum Beispiel wechselt, weil sich zum Beispiel der Gummi verhärtet hat und deswegen brösig wird oder die Gummifüße an sich einfach verloren gegangen sind. Zuerst, falls man sie wechseln muss, achtet man darauf, dass man mit einem dünnen Werkzeug die Gummifüße leicht und vorsichtig vom Notebook löst, um das Notebook nicht zu beschädigen. Und dann kann man sie auch schon direkt mit dem passenden Ersatzteil, das es bei uns im Shop zu kaufen gibt, direkt noch ersetzen. Für die meisten Notebooks bieten wir bei uns im Shop auch ein Gummifußset für vorne und hinten an, damit auch gleich alle Gummifüße miteinander getauscht werden können. Bei diesem Notebook hat man bei den Gummifüßen eine kleine Aussparung hier, bei der man darauf achten sollte, dass sie richtig sitzt bei dem Notebook, sonst ist der Gummifuß etwas schräg und das Notebook könnte wackelig stehen. So zum Beispiel wäre es falsch und dann mit ein bisschen Drücken und Schieben könnte man es in die richtige Position schieben, damit der Gummifuß auch richtig sitzt. Ein weiterer Grund für den Gummifußtausch könnte, wie eben schon erwähnt, der spröde Gummi sein, der zum Beispiel etwas bricht bei dem Herausnehmen des Gummis, weil man unter dem Gummi zum Beispiel eine Schraube entfernen muss, um die Bodenplatte zu entfernen. Hier, wie eben schon gezeigt, den Gummi entfernen und den neuen Gummi bei den beiden Aussparungen aufeinandersetzen, sodass er flach auf dem Notebook sitzt. Falls Sie trotzdem bei uns im Shop keine Gummifüße oder neuen Teilset für Ihr Notebook finden sollten Sie trotzdem nicht darauf verzichten, diese zu ersetzen, da sonst das Plastik der Bodenplatte theoretisch den Tisch oder andere Materialien, wo Sie das Notebook darauf abstellen, verkratzen könnte. Wenn Sie aber, wie gesagt, bei uns im Shop diese nicht finden sollten, könnten Sie alternativ auch auf ein Universalset zugreifen, womit Sie auch zwar nicht perfekt, aber trotzdem Ihre Gummifüße ersetzen könnten. Nachdem wir nun erfolgreich unsere Gummifüße ersetzt haben, kann man das Notebook wieder fest auf den Tisch stellen. So rutscht es auch nicht mehr und wackelt auch nicht auf dem Tisch umher.